In diesem Video zeige ich dir alles, was du über nachhaltige ETFs wissen musst. Hey, ich bin Felix, Daytrader und Gründer von Wir machen Trader. Ich werde immer wieder gefragt, wie man den nachhaltigen Gedanken in seinen Investments übertragen kann. Wir verzichten auf Plastik, kaufen E-Autos und setzen auf grünen Strom. Aber wie kann ich eigentlich nachhaltig investieren? Welche Gütekriterien gibt es? Was bedeuten all die Abkürzungen? Ich beantworte dir die 6 wichtigsten Fragen für nachhaltige Investments mit ETFs, die du wissen musst. Was sind eigentlich ETFs? ETF steht für Exchange Traded Fund. Das bedeutet, dass wir einen Fund haben, der an der Börse gehandelt wird. Du kannst dir das ähnlich wie einen Index, beispielsweise den deutschen Aktienindex DAX, vorstellen. Dieser setzt sich aus den 30 größten deutschen Aktien zusammen. Ein ETF umfasst daher meist mehrere Einzelwerte, kann aber ganz normal wie eine Aktie auch an der Börse gehandelt werden. Bevor wir uns auf nachhaltige ETFs stürzen, was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Eine nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält. Die Nachhaltigkeit ist dabei in wirtschaftlicher, umweltbezogener und sozialer Hinsicht zu verstehen. Einfacher gesagt, wir wollen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen verantwortungsvoll umgehen, sodass den nachfolgenden Generationen kein Nachteil entsteht. Nehmen wir den Wald als Beispiel. Da bedeutet Nachhaltigkeit, dass nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie eben auch nachwachsen kann. Wird mehr Holz geschlagen, kommt das Ökosystem aus dem Gleichgewicht. Der Mensch hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht immer an die Nachhaltigkeitsgrundsätze gehalten. Aus diesem Grund findet sich die Nachhaltigkeitsdebatte ganz oben auf der Tagesordnung wieder und stellt einen der Megatrends unserer Zeit dar. Jedes Unternehmen muss sich heute mit nachhaltigem Handeln beschäftigen, um nicht vom Markt zu verschwinden. Dazu gehören nämlich nicht nur die treibhausgasneutrale Produktion von Energie, sondern auch Plastik zu vermeiden, weniger CO2 zu verursachen, faire Arbeitsbedingungen und viele weitere Kriterien. Was wird unter Nachhaltigkeit bei Finanzen verstanden? Immer mehr Leute wollen nachhaltig und ethisch vertretbar investieren oder zumindest die Branchen ausschließen, die sie für besonders kritisch halten. Auf diese Entwicklung gehen die großen ETF-Anbieter ein und veröffentlichen immer mehr Finanzprodukte, die diesen Erwartungen und Wünschen entsprechen. Dies zeigt sich auch an der Anzahl der verfügbaren nachhaltigen ETFs. Mitte 2018 gab es laut Just ETF gerade mal 49 solcher nachhaltigen ETFs, in die man in Deutschland investieren konnte. Heute sind es bereits ca. 280. Woran erkennst du nachhaltige ETFs? Mit der Zeit haben sich Kennungen am Markt herauskristallisiert, die gewisse Ausschlusskriterien unter einer Kennung bündeln. Diese Kennungen wirken wie Filter, die nur solche Unternehmen in den ETF lassen, die den ethischen, nachhaltigen und sozialen Anforderungen entsprechen. Oft schließen diese Kennungen Branchen im Vorhinein aus. Dazu gehören in der Regel Alkohol, Glücksspiel, Tabak und andere. Eine der häufigsten Kennungen heißt ESG, was für Environmental, Social und Governance steht. Umwelt steht dabei unter anderem für den effizienten Umgang mit Energien und Rohstoffen, der umweltverträglichen Produktion, geringen Emissionen, Klimastrategien und so weiter. Der Bereich soziale Verantwortung, also Social, umfasst die Einhaltung von Arbeitsrechten und Arbeitsschutz. Also zum Beispiel das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, Diskriminierungsprävention sowie Gesundheitsschutz und faire Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz. Und zuletzt das G für Governance, was im Deutschen am ehesten mit der Unternehmensführung übersetzt werden kann. Es umfasst die Transparenz bei der Korruption und Bestechungsprävention, Verknüpfung der Vorstandsvergütung an die jeweiligen Nachhaltigkeitsziele, den Umgang mit Whistleblowern und so weiter und so fort. In der Praxis sieht es dann so aus, dass bei den ESG-Varianten bestimmte kontroverse Geschäftsbereiche ausgeschlossen werden. Diese ETFs werden dann als Screened bezeichnet. In einer weiteren Variante werden diese kontroversen Geschäftsbereiche nicht nur ausgeschlossen, sondern es wird eine zusätzliche Gewichtung auf die interessanten Aktien gelegt. Diese werden dann Enhanced genannt. So werden Unternehmen mit einem besseren ESG-Score dann stärker gewichtet als andere Unternehmen, die entsprechend einen geringeren Score haben. Unternehmen, die gar nicht untersucht wurden oder einen schlechten Score erhalten haben, werden so von vornherein ausgeschlossen. Dann gibt es noch das Kürzel SRI, was für Socially Responsibility Investing steht, also sozial verantwortliches Investieren. In diesem Zusammenhang wird auch häufig vom Impact Investing gesprochen, weil eben nicht nur eine Renditeerwartung erfüllt werden kann, sondern auch für gewisse Werte und
Nachhaltigkeit eingestanden wird. Dabei liegt ein klarer Fokus auf der sozialen Verantwortung von Unternehmen. Die SAI-ETFs picken nur noch die absoluten Top-Kandidaten mit den höchsten ESG-Ratings raus und bündeln die besten 25% aus dem Vorlageindex. Für wen eignen sich nachhaltige ETFs? Lass uns auf die Vor- und Nachteile eingehen. Einer der größten Pluspunkte ist der Wohlfühlfaktor. Optimalerweise können wir beides mit nachhaltigen Investments erreichen. Somit investieren wir mit Hilfe dieser ETFs in Unternehmen, die das Geld für etwas Gutes nutzen. Je mehr Leute diese nachhaltigen Finanzprodukte nachfragen, desto mehr Kapital wird in diesen gebunden. Die in den ETF gelisteten Unternehmen können mit dem zusätzlichen Kapital stärker wachsen, ihre Projekte umsetzen und so zur Lösung diverser Probleme auf der Welt beitragen. Auch andere große Kapitalgeber werden mittel- und langfristig ihre Gelder aus kontroversen Geschäftsbereichen abziehen und in nachhaltigere Bereiche umwälzen. So hat jeder die Chance, nur solche Firmen mit seinem Geld zu unterstützen, die sich auch nachhaltigen Zielen verpflichtet fühlen. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass man mit nachhaltigen ETFs keine signifikanten Renditeeinbußen hinnehmen muss. Manche Analysen gehen noch einen Schritt weiter und prognostizieren bessere Performance im Vergleich zu nicht nachhaltigen ETFs. Dieser Punkt ist mit Vorsicht zu genießen, da es die nachhaltigen ETFs noch nicht so lange gibt, dass man eben einen langfristigen Vergleich korrekt darstellen konnte. Wenn die Performance also fast gleich sein sollte, was spricht dann eigentlich gegen diese nachhaltigen ETFs? Die ESG-ETFs sind nicht so breit diversifiziert wie zum Beispiel der Mutterindex. Allerdings sprechen wir hier nur von ca. 10% weniger, die der ETF abbildet. Bei den SAI-Varianten sieht es schon deutlich anders aus. Dort ist ca. nur noch ein Viertel der Ursprungsanzahl vorhanden, was zulasten der Diversifikation und potenzieller Performance-Einbußen gehen kann. Ein weiterer Punkt ist die erhöhte Komplexität bei der nachhaltigen Anlage. Wir haben gesehen, dass es sehr viele unterschiedliche Kategorien und Abkürzungen gibt. Dazu kommen die verschiedenen Anbieter von ETFs, die wiederum unterschiedliche Bezeichnungen haben, obwohl sie Ähnliches meinen. Daher ist die Suche und Recherche nach den nachhaltigen ETFs an dieser Stelle wahrscheinlich zeitintensiver, als wenn wir das Ganze mit nicht nachhaltigen ETFs vergleichen würden. Die perfekte Nachhaltigkeit in Bezug zu Unternehmen und Indizes gibt es nicht, sondern nur bestimmte Nachhaltigkeitsratings aus verschiedenen Perspektiven, wo du dich selbst informieren musst, welches dieser Ratings oder welcher Index am besten zu deinen persönlichen Vorstellungen passt. Dazu kann es eben auch kommen, dass ein ETF bestimmte Unternehmen enthält, die du selbst nicht als nachhaltig einstufen würdest. Außerdem kann durch den Nachhaltigkeitsboom das Greenwashing verstärkt werden. Auch hier muss man individuell im Detail nachschauen. Du darfst dir keine Illusion machen. Auch bei einem nachhaltigen ETF handelt es sich eben nicht um das perfekte, nachhaltige Finanzprodukt. Allerdings stellen nachhaltige ETFs einen guten Kompromiss dar. Gerade wenn du nicht viel Zeit hast oder sonderlich motiviert bist, um jedes einzelne Unternehmen zu analysieren und zu schauen, ob sie wirklich nachhaltig sind, stellen nachhaltige ETFs eine gute Lösung für dich dar. Bei diesen ETFs investierst du definitiv in nachhaltigere Unternehmen, als du es zum Beispiel bei nicht nachhaltigen klassischen ETFs machen würdest. Zudem muss dir bewusst sein, dass wir die Welt nicht nur mit unseren Investitionen beeinflussen. Wir müssen auch unser Verhalten ändern und bei politischen Entscheidungen mitwirken. Nachhaltig investieren ist und bleibt eine subjektive Angelegenheit. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Du musst das Ganze nur mit dir in Einklang bringen. Lass uns einen Daumen nach oben da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Damit steigen wir höher im Algorithmus. Abonniere unseren Kanal, wenn noch nicht geschehen, und schau dir unser neuestes Video an. Bis nächste Woche.